In diesem Kapitel wollen wir uns mit den Chancen und Grenzen des solidarischen Wirtschaftens beschäftigen und die nochmal genauer anschauen. Und ich fange an mit dem Negativen, damit wir dann im zweiten Schritt das Positive benennen können. Das Negative ist auch vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil es gibt natürlich auch viel Kritik an diesen solidarwirtschaftlichen Initiativen, die ich gerne auch jetzt hier mal besprechen möchte. Das heißt, das Lernziel ist, dass Sie nochmal auch die Ambivalenz verstehen, dass Sie nochmal reflektieren, bis wohin ist denn dieses solidarische Wirtschaften wirklich transformativ oder emanzipatorisch oder wirklich weiterentwickelnd und an welchen Punkten kann man vielleicht auch sagen, das fehlt da eine bestimmte Orientierung auf ein anderes Wirtschaften, auf ein längerfristiges Modell. Ja, also das eine Argument, was sehr, sehr häufig genannt wird, hatte ich auch hier schon mehrfach gestreift sozusagen, nämlich, dass man sagt, beginnend schon mit Marx, ja, der ja gesagt hat, das ist irgendwie ganz nett, was sie da machen, die Genossenschaften, aber sie verkennen einfach, was überhaupt der Widerspruch des kapitalistischen Systems ist, nämlich der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, und darauf haben sie überhaupt keine Antwort. Ja? Und deswegen sind sie mehr oder weniger palliativ, also dienen der Beruhigung. Und dieses Argument kommt auch in der Geschichte immer wieder. Ja? Also dass zum Beispiel gesagt wird, ja, das ist ja alles sehr, sehr schön, was dort entsteht und so weiter. Aber eigentlich wäre es ja Aufgabe des Staates beispielsweise, genau dies zu sichern oder anzubieten. Also beispielsweise im Bezug auf die Infrastruktur. Energie hatten wir schon drüber gesprochen, ist ja eigentlich eine ursächliche staatliche Aufgabe. Also was mischt ihr euch da eigentlich ein? Ja? Und letztendlich dient es ja nur dazu, auch an der Stelle Widerspruch zu vermeiden oder Auseinandersetzung zu vermeiden, indem einfach Parallelstrukturen dann aufgebaut werden, die aber letztendlich das bestehende System auch richtig schön sich weiterentwickeln lassen. Ja? Und dagegen wird dann eben immer gestellt, dass die Geschichte natürlich auch zeigt, dass beispielsweise so etwas wie eine Gemeinwohlökonomie, die so ein harmonisches Miteinander letztendlich von gemeinwohlorientierten Werten, dass es sowas in der Geschichte natürlich auch noch nie gab, sondern dass einer solchen Weiterentwicklung immer extrem heftige Kämpfe auch vorausgingen. Und die Wahrscheinlichkeit im Moment auch nicht besonders hoch ist, dass sich so harmonisch etwas in diese Richtung entwickeln wird. Das wird dann so, sage ich mal, in der Argumentation weiter aufgebaut. Der nächste Punkt betrifft die Selbstausbeutung und auch die Prekarität dieser Initiativen. Das heißt, die auch vielfach beschriebene, gibt es auch einiges an Verschriftlichungen, also sozusagen die Folgen des chronischen Kapitalmangels. Also häufig ist zum Beispiel in Kollektiven dann so, wenn Menschen ihr Leben lang wirklich in Kollektiven gearbeitet haben, dann ist beispielsweise die Rente halt irgendwie gar nicht so wirklich abgesichert, ja, weil irgendwie gar nicht eingezahlt wurde über die Jahrzehnte und so weiter, weil auch das finanziell gar nicht möglich ist. Aber das heißt eben im Grunde genommen, der Einzelne hat dann auch individuell sehr, sehr wenig Sicherheit. Und er muss aber trotzdem letztendlich dem eigenen Unternehmen ja ständig zur Verfügung stehen. Ja? Also das hatten wir beispielsweise auch bei Secosys-Solar gesehen, wo die Leute mehr oder weniger 7 Tage die Woche arbeiten. Ja? Und dann gibt es natürlich diese Aussagen auch von Mitarbeiterinnen, die dann sagen, ich empfinde das hier gar nicht als Arbeit, sondern das ist ja mein Leben. Das ist richtig. Aber auf der anderen Seite heißt das natürlich auch, dass so Meilensteine beispielsweise der Arbeiterbewegung auf Begrenzung
auf 8-Stunden-Tag und Gesundheitsversorgung und Urlaubsanspruch und ähnliche Dinge natürlich auch komplett unterminiert werden. Wenn man eben diese Haltung hat, das ist ja mein Unternehmen, ja, und deswegen muss ich diesem Unternehmen auch 24 Stunden lang permanent zur Verfügung stehen. Also das ist sozusagen auch diese wirklich große Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Was ist beispielsweise auch, viele Probleme ergeben sich in dem Bereich auch daraus, dass solidarische Projekte, sei es jetzt Unternehmungen oder Lebensgemeinschaften oder was auch immer, auch häufig nicht so von Dauer sind, wie sie mal geplant waren. Also es gibt eben immer wieder und sehr oft den Fall, dass Menschen sagen, ich ziehe jetzt da in ein Ökodorf und will dort mein Leben verbringen, aber dann ist es halt 5 Jahre später irgendwie anders. Das ist ja auch ein Phänomen unserer Zeit im Übrigen, die ständige, also eine gewisse Bindungslosigkeit und auch sehr häufige Brüche und Umbrüche. Und das geht natürlich auch an diesen Initiativen überhaupt nicht vorbei, sodass sich dann für beide Seiten natürlich auch ein Nachteil ergibt. Ja? Also das Unternehmen selber kann sich dann auch nicht darauf verlassen, dass da eine Kerngruppe irgendwie dauerhaft da ist. Und auch der Einzelne kann dann die Sicherheiten, die ihm das geboten hat oder hätte, auch nicht wirklich voll ausschöpfen. Ja? Und dann gibt es natürlich auch das Thema dauernde Selbstbeschränkung. Das kann auch beispielsweise das Leben in Gruppen betreffen. Also bei einigen Kommunen ist es eben auch ganz normal, dass beispielsweise jeder, wenn man eine größere Anschaffung vorhat oder eine Reise machen möchte oder was auch immer, dass ja dann letztendlich alle damit einverstanden sein müssen. Und das sind natürlich auch in Zeiten der Individualisierung auch sehr, sehr schwierige Dinge, die auch nicht so leicht zu vermitteln sind. Ja? Also dass ich hier praktisch dann in dem Moment, wo ich einfach mal eine Woche irgendwo hinfahren will, dann muss es praktisch mit dem Rest der Gruppe abgestimmt sein, da muss irgendwie ein Okay gegeben werden. Und das ist eben auch eine Selbsteinschränkung, sage ich mal, die auch nicht unbedingt jeder bereit ist mitzutragen. Ja, und das Thema Gruppe hatten wir ja auch schon besprochen, ist eben auch häufig ein zweischneidiges Schwert. Also zum einen wird es eben so erlebt als wirkliche Bereicherung und Einzigartigkeit, letztendlich auch, wie Gemeinschaft überhaupt gelebt werden kann. Und auch als Ergänzung zu dem, was sonst erlebbar ist in Familie, Beziehungen, sonst vielleicht noch Verein oder sonst irgendwas. Aber dieses Gemeinschaftsleben ist eben was Besonderes und wird von daher auch immer wieder gesucht. Und es gibt so eine gewisse Sehnsucht danach, ja. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch sehr schnell überfordernd. Und wir hatten ja auch schon gesagt, die meisten sind damit nicht wirklich geübt. Das heißt, es erfordert nochmal eine zusätzliche Aufmerksamkeit. Es geht dann beispielsweise nicht nur darum, ein Unternehmen zu führen, sondern auch noch diese Gemeinschaftsbildung letztendlich auch noch mit aktiv zu gestalten, sodass dann häufig dieses Leben in Gruppen auch zu einer Zerreißprobe wird. Ja, und so ein Beispiel dafür, was ich auch persönlich schwierig finde, sind beispielsweise solche Aufnahmeverfahren von Neuen, die klar sind, in jedem größeren Projekt, Hausprojekt oder was auch immer, wenn jemand dann eben dazukommen möchte, klar muss da irgendwie eine gegenseitige Entscheidung erfolgen und so weiter, aber es gibt da auch solche Einrichtungen, die eigentlich nicht sehr förderlich sind, ja, also dass dann sozusagen der Neue muss sich dann irgendwie ein Jahr auf Probe dann dort sein und muss dann halt sich begutachten lassen von so einer Gruppe, die schon seit 30 Jahren zusammenlebt und so. Also es sind auch Dinge, die eigentlich dem Anspruch von einer Offenheit dann teilweise nicht entsprechen
und wo es auch ganz klar immer wieder vorkommt, dass sehr viel Macht ausgeübt wird in Gruppen. Das hatten wir ja letztens auch besprochen bei dem Ansatz des systemischen Konsensierens, wo es auch darum geht, nochmal das Konsensprinzip nochmal weiterzuentwickeln und auch offener zu machen. Ja, und das, glaube ich, ist auch wirklich ganz, ganz wichtig. Ja, ein weiterer Punkt, der häufig genannt wird, ist der fehlende Anschluss der solidarökonomischen Betriebe, Initiativen, Genossenschaften, wie auch immer, an eine politische Bewegung, ja, oder an irgendein Netzwerk, was auch letztendlich die Interessen dieses Sektors dann vertritt und auch weiterentwickelt, also insbesondere eben auch an politische Arbeit. Findet häufig gar keine Zusammenarbeit mehr statt. In der Regel auch aus Gründen der Überforderung, ja, weil es einfach so einen Modus gibt, wo jeder im eigenen Saft so ein bisschen schmort und damit eigentlich auch bis über die Ohren letztendlich voll ist. Und dann natürlich das auch nicht mehr schafft, da rauszugehen und auch nochmal zu gucken, was machen denn die anderen. Also sehr häufig auch in der Literatur findet sich eben auch der Hinweis auf diese Vielfalt der Konzepte. Ein paar haben wir ja jetzt auch schon hier besprochen, die zum einen natürlich eine Stärke sind, ja, aber zum anderen auch eine Schwäche sind, weil einfach das Ganze wie so ein Bauchladen dann ist. Also jeder kann sich ein bisschen bedienen. Der eine findet Umsonstladen passend, der nächste eine Energiegenossenschaft. Dabei haben diese Dinge dann eigentlich auch vom Konzept her gar nicht so viel miteinander zu tun. Und es fehlt, das wird auch häufig von außen nochmal eingebracht, es fehlt auch sowas wie ein konstruktiver Dialog zwischen diesen einzelnen Richtungen, ja, also ein produktiver Dialog, ja. Es findet häufig eben so statt, dass man sagt, ach nee, also bei dem findet man dann das nicht gut und das ist dann wieder sind zu viele Regularien drin, das möchte man irgendwie auch nicht und so weiter, aber so ein Dialog, wo wirklich auf Augenhöhe die Dinge mal nebeneinander gestellt werden und gesagt wird, okay, hier ist der Kommensansatz, hier ist die Gemeinwohlökonomie, hier ist die solidarische Ökonomie, jetzt gehen wir einfach mal in ein Gespräch und schauen mal, wo sind denn Unterschiede, wo sind Gemeinsamkeiten. Das findet eigentlich viel zu wenig statt. Und das wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um auch die Konzepte weiterzuentwickeln und auch anzuschließen an andere gesellschaftliche Dialoge. Ja, also zum Beispiel eben den Dialog über die große Transformation. Ja, weil interessant ist ja, dass beispielsweise das wissenschaftliche Gutachten der Bundesregierung bezieht sich ja ausdrücklich auf die Pioniere im sozialökonomischen, solidarischen Sektor. Sie werden dort also auch hochgelobt und gesagt, ja, die machen eigentlich genau das Richtige und die müssen auch unterstützt werden, insbesondere auch die Genossenschaften. Aber umgekehrt findet eigentlich ganz wenig einen Anschluss an diese Debatten beispielsweise um eine Transformation statt. Ja? Das heißt, man überlässt es dann ein Stück weit auch den anderen, für einen selber eine Strategie zu entwickeln. Also die Strategie des Change Agents beispielsweise, wo der wissenschaftliche Beirat dann ja vorschlägt, die sollen so und so qualifiziert werden, die sollen zu Multiplikatoren ausgebildet werden, die dann ihre Erfahrungen nochmal in eine weitere Öffentlichkeit bringen und so weiter. Diese Strategie wird aber eben interessanterweise von den Wissenschaftlern vorgeschlagen und nicht von den Akteuren selbst. An der Stelle fehlt einfach so eine gewisse Initiative, mit der die eigenen Erfahrungen auch wirklich nach außen getragen werden und auch in ihrer Bedeutung die andere darin sehen. Ja? Also für mich ist es teilweise fraglich, ob die Akteure in den Projekten selber sich dieser Dimension eigentlich so bewusst sind. Ich denke eigentlich teilweise nicht, ja, und deswegen wäre es ganz, ganz wichtig, sich auch in diesem Bewusstsein nochmal anderen Dialogen zu stellen. Ja, das andere ist die sogenannte fehlende Theoriebasis. Es gibt auch sehr, sehr viel Literatur, die in diese Richtung
argumentiert, dass man zum Beispiel sagt, ja, diese unterschiedlichen Ansätze von einerseits Umsonstladen, andererseits Community-Gärten, die wollen zwar alle irgendwie so das System ändern, aber letztendlich haben sie gar keinen gemeinsamen Begriff mehr von dem, was das System eigentlich ist. Und viele sind in ihren Bezügen sehr, sehr rückwärtsgewandt. Das heißt, sie orientieren sich dann an den Konstrukten der 70er Jahre beispielsweise oder auch noch weiter davor. Und das wiederum führt dazu, dass sie eigentlich auch nicht die richtigen Methoden und Strategien entwickeln können, weil sie überhaupt sich vorher nicht die Mühe gemacht haben, beispielsweise den jetzigen Stand des Kapitalismus zu analysieren mit seinen Unterschieden zu den 70er Jahren. Und wenn man diese Unterschiede genau definiert hätte, ja, also wenn man erst eine wirkliche ökonomische Analyse machen würde, könnte man auch die eigenen Mittel nochmal anders darauf einstellen. Stattdessen wird letztendlich festgehalten an solchen Konzepten, die in den 70er Jahren erfunden worden sind. Ich sage mal eben Gemeinschaftsprojekte und so weiter, mit ja auch den Schwierigkeiten, die ja auch haben. Da wird eben von Theoretikern, insbesondere so aus dem sozialistischen Hintergrund, Neosozialismus, wird eben häufig gesagt, das liegt genau daran, dass es eigentlich so einen Idealismus gibt in dieser Bewegung, der sich gar nicht mehr theoretisch richtig updatet. Genau, und ein wichtiger Aspekt dessen ist auch noch die fehlende Auseinandersetzung mit dem Scheitern bestimmter Phasen, also eingeschlossen auch den real existierenden Sozialismus. Der wird auch dann von vielen Gruppen einfach nochmal so ein bisschen verherrlicht und so weiter. Aber diese Theoretiker, die das einfordern, sagen eben, es wäre ganz, ganz dringend nötig, dass dort nochmal eine richtig detaillierte Auseinandersetzung mit den eigenen Fehlern stattfindet, auch eine Kritik an den Konzepten stattfindet, damit man überhaupt weiterkommen kann. Also zum Beispiel auch an dem Phänomen der ständigen Vereinnahmung dieser Projekte durch staatliches Handeln, was ja schon zur Zeit von Bismarck letztendlich passiert ist, dass nämlich die Errungenschaften letztendlich, die Genossenschaften erwirkt haben, dann von staatlicher Seite in Form der Sozialgesetzgebung letztendlich auch vereinnahmt wurden und ihnen damit auch die Kraft genommen wurde. Dieses Phänomen kann man auch über die Jahrzehnte immer wieder beobachten. Ähnliche Dinge sind auch mit den Betrieben der 70er Jahre passiert. Ja, und dann gibt es natürlich das richtig große Thema noch des Nord-Süd-Gefälles, also des letztendlichen Nebeneinanders von einerseits solidarökonomischen Initiativen als Überlebenssicherung im globalen Süden und auf der anderen Seite so einer solidarischen Ökonomie, die häufig als Entlastungsmechanismus funktioniert, psychologisch gesehen Entlastung einer, wie solche Autoren dann sagen, besser gestellten Mittelschicht, das heißt eben ökologisch einkaufen und sich bioernähren kann eben auch nur eine bestimmte Schicht. Wobei auch das kann man widerlegen mittlerweile, aber vom Grundtenor her ist es schon natürlich richtig. Das heißt, dort wird dann so ein bisschen die These vertreten, zu sagen, diese ganzen Initiativen dienen ja eigentlich nur der Gewissensberuhigung. Und man hat dann die Akteure haben dann das Gefühl, sie liefern einen Beitrag, aber letztendlich bleibt ja die gesamtgesellschaftliche Lösung vollkommen auf der Strecke, weil auch gar nicht mehr gesucht wird nach den vermittelnden Brücken, ja, sozusagen in den Rest der Gesellschaft hinein. Ja, und dann wird weiterhin auch oft hingewiesen darauf, dass diese Projekte natürlich auch eine gewisse Stagnation zu verzeichnen haben, also insbesondere die auf gemeinschaftliches Leben ausgerichteten
Projekte, wenn Sie mal sich umhören, ist es eigentlich überwiegend so, dass die Menschen suchen, die noch mitmachen, die in die Nachfolge gehen. Also viele von den Kommunen beispielsweise haben auch, steht auch ein Generationenwechsel an. Das heißt, die Attraktivität beispielsweise von gemeinsamem Leben, gemeinsamem Wirtschaften ist auch ein Stück weit verloren gegangen. Und auch da, wie gesagt, mag es daran liegen, dass man sich an diesen Formen in gewisser Weise festhält. Also ich bin auch der Meinung, dass dieses Thema Individualität unbedingt mehr Rücksichtnahme finden muss. Ja, beispielsweise in Wohnprojekten sieht man das auch schon, dass dort anders geplant wird, anders gebaut wird, also mit viel mehr Rückzugsmöglichkeiten für die Einzelnen. Das hat auch, glaube ich, damit zu tun, dass wir uns auch nicht alle abkoppeln können von den gesellschaftlichen Trends. Also heute ist es eben Standard, dass man ein Hotelzimmer mit einem eigenen Bad hat und nicht ein Gemeinschaftsbad. Ja? Und so ähnlich ist es auch übertragbar für die gemeinschaftlichen Projekte, dass einfach die Werte an der Stelle ein bisschen anders sind. Was aber nicht heißt, dass man da nicht auch Änderungen vornehmen könnte, die an der Grundstruktur nicht so sehr viel rütteln. Ja, schließlich komme ich noch zu dem Aspekt der Konstruktion, hatte ich schon vorhin angesprochen auch. Es wird häufig gesagt, diese Modellhaftigkeit einzelner Ansätze wird kritisiert, weil von Marx stammt eben auch das Zitat, dass der Kommunismus kein Glückseligkeitsstall ist, ja, sondern eben angewiesen ist sozusagen auf den Klassenkampf, ja, also auf die sozialen Bewegungen, könnte man sagen, modern gesprochen. Und also es wird einfach auch nicht so gehen, dass sich irgendjemand oder irgendeine Gruppe sozusagen ein Konzept ausdenkt, was für die ganze Gesellschaft dann quasi auf dem Reißbrett etwas entwickelt. Hier ist einfach klar, dass es immer wieder Gegenströmungen geben wird und dass sich das so nicht planen lässt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, an der Stelle ist die Gemeinwohlökonomie schon, finde ich, sehr weitgehend auch reflektiert, weil sie einfach für die Entwicklung dieses Konzepts auch Raum lässt durch Partizipation, durch Beteiligung auf unterschiedlichsten Ebenen. Und das läuft auch sehr, sehr gut. Also die Gemeinwohlökonomie hat mittlerweile auch sehr viel Zulauf. Es stellen sich Kommunen hinter das Konzept, es stellen sich Städte hinter das Konzept und wollen Gemeinwohlstadt sein und Gemeinwohlregion sein und so weiter. Also eine gewisse Anziehungskraft liegt da auf jeden Fall drin. Und ich denke, das hat mit dieser Möglichkeit einfach der Beteiligung sehr viel zu tun. Ja, über den Staat hatte ich schon gesprochen. Auch da wird immer wieder ein Widerspruch deutlich, dass auf der einen Seite in den solidarökonomischen Projekten natürlich der Staat bekämpft wird in gewisser Weise als in seiner Ausrichtung auf die Herstellung von sozialer Ordnung und Sicherung von Autorität und Ähnlichem. Und auf der anderen Seite wird dann aber immer wieder vom Staat gefordert, er möge doch bitte den Rahmen liefern. Das ist bei solchen Konzepten wie Green New Deal oder Green Economy zum Beispiel sehr stark so. Und da sagen eben auch einige Autoren, Gemeinwohl ist niemals etwas, was staatlich durchgesetzt werden wird, sondern Gemeinwohl ist immer nur der Ausdruck von Interessengegensätzen. Und Gemeinwohl muss letztendlich immer wieder neu ausgehandelt werden. Also es ist nie etwas, was statisch irgendwo vorhanden ist, sondern jeden Tag aufs Neue entwickelt werden muss. Und insofern ist der Staat da auch nicht der wirklich beste Ansprechpartner, um das Gemeinwohl dann auf Dauer zu etablieren.